Peoples, wir haben uns gestern nicht mehr gemeldet, aber es gab auch nicht mehr viel, was passiert ist, außer dass wir uns dann noch ein paar gefühlt Stunden zusammen die Köpfe zum Rauchen gebracht haben. Ich habe jetzt gerade alle Redensarten miteinander vermischt, um zu gucken, wie es weitergeht, was wir als nächstes machen, und ursprünglich andere Dinge geplant, die Sachen müssen umgeplant werden und so weiter. Auf keinen Fall geht da einer dran vorbei. Jo, Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Und wenn ihr diesen Turm im Hintergrund seht, den ihr gerade gar nicht seht, mein Gott, wo ist der denn? Der sucht da irgendwo weg. Na, toll. Das hat wieder super funktioniert. Wir sind nicht am Alexanderplatz in Berlin. Wir sind auch nicht in Shanghai, sondern in Kuala Lumpur, KL, in Malaysia. Und nehmen euch heute nochmal mit hier, nicht nur noch heute, sondern noch ein bisschen mehr, durch unseren Tag in der Hauptstadt von Malaysia. Jo, das sieht auch aus wie Themenparkgestaltung, ey. Das ist ja witzig hier. Ist wahrscheinlich total unansehnlich für die meisten. Ich finde es total toll. Das jetzt nicht. Ja, wir machen jetzt ist zu Fuß. Denn 23 Minuten zu Fuß von hier ist eine Mall. Wer jetzt denkt, oh, jetzt fahren die schon wieder SBF Visa Spinning Coaster, wartet ab. Das erwartet ihr nicht, was da drin steht. Theoretisch ist es eine Viertelstunde mit dem Auto. Normalerweise nur 6 Minuten. Man weiß es nicht. Deswegen laufen wir und wollen euch heute auch noch ein bisschen abholen, was wir eigentlich auf diese Tour geplant hatten. Das hat ja am Anreisetag nicht funktioniert, darüber zu sprechen, weil da ein paar Striche durch unsere Rechnungen gemacht wurden. Ja, und das ist so ein bisschen der Plan. Und wir haben noch einen zweiten Stop zum Counten. Denn das Problem ist, die ganzen Freizeitparks haben jetzt zu, außerhalb der Ferien. Die Ferien haben gestern aufgehört. Heute ist Dienstag und dienstags ist das in Malaysia so, dass die meisten Sachen außerhalb der Ferien geschlossen sind. Das, was wir gestern gemacht haben, der Wasserpark ist heute geschlossen. Genting, der große Park da, ist heute geschlossen. Viele andere Sachen, die wir hätten machen wollen, sind heute geschlossen. Das ist ein bisschen blöd. Wären wir nicht reingeraten, hätte alles geklappt, wie wir es geplant haben. Hat es aber nicht. So, ich muss jetzt noch mal aufs Navigationssystem gucken, ob wir, glaube ich, hier hoch müssen. Ich melde mich gleich noch mal, weil bei der Luftfeuchtigkeit und dem Bergauf hier. Bergauf mit dem Fettsack hier. okay, da geht's auch nicht mehr weiter. Was ist das denn heute? Keine Ahnung. Peoples, halbwegs authentisch, also 1 Meter weiter sind richtig Garküchen auf der Straße, wo es aber schon ein bisschen streng riecht. 1 Meter daneben, das sieht jetzt, die kochen zumindest drin. Wir arbeiten uns vor, aber ich möchte nichts riskieren. Aber wir sind beim Frühstück. Die Uschi, die hat ihren Burrito von gestern den Rest gegessen. Ich habe nichts gehabt und deswegen sitzen wir jetzt hier. Haben jetzt aber ein Watermelon Juice. Punkt. Gekauft. Ja, aber das. Ja, ich bin gespannt. Zum Wohle. Bestellt. Boah, krass. Die haben einfach eine Wassermelone püriert. Ja, würde ich auch sagen. Da jetzt noch Kohlensäure drin. Ja, das wird. Aber das ist doch. Wir haben doch einen Mixer. Wir schmeißen. Nein, nicht zu Hause. Ich würde sagen, in unserem Apartment. Da schmeißen wir demnächst mal eine Wassermelone rein und eine Flasche Sprudel. Durch das Glas cruncht das dann auch schön. Ja. Mein Essen, was gleich kommt, kostet 3,68 Euro. Ich bin gespannt. Ihr auch, wie groß das Ganze ausfällt. Keine Seitenstraßen, Hinterhof, keine Rundaugen mehr. Hier sind wir richtig. Hier müssen wir hin. Und haben von hier aus dann noch 11 Minuten zu laufen zu der Mall. Genau. Aber auch krasser Kontrast, wenn du die Hochhäuser siehst und dann aber hier so ein bisschen die
ja, die zweite, dritte Reihe sieht schon eher aus, wie man sich das vorstellt. Und ein himmelweiter Unterschied zu Singapur. Singapur, eines der saubersten und vor allem der sichersten Länder der Welt. Ich habe nicht gesagt, dass es jetzt nicht sicher ist, aber es ist nicht sauber. Es ist schon ein bisschen schmuddeliger, abgerockter, kaputter. Viele Straßenkatzen auch, die werden aber auch dann gefüttert. Hatten wir aber in Singapur auch Straßenkatzen, keine Frage. Aber halt viel Müll und ungepflegt und so. Der erste Eindruck jetzt am ersten Tag, wo wir jetzt hier so richtig rumlaufen und eben abends so 3 Meter was essen gehen. Genau deswegen, nicht deswegen. Deswegen macht man Mallcoaster.
Wir sind jetzt in der Mall angekommen. Ich habe schon wieder vergessen, wie die Mall heißt. Das ist auch gar nicht so wichtig. Und wir sind in dem Park. Auch da habe ich vergessen, wie der Park heißt. Auch das ist nicht so wichtig. Denn es geht hier nur um Supersonic Odyssey. Und das weiß ich nur, weil ich es gerade ablesen kann, weil die Rolltreppe dorthin führt. Wir sind auf Level 7. Auf Level 8 ist die Achterbahn. Auf Level 5 sind wir hier reingekommen. Typischer Indoor-Freizeitpark, Mall-Indoor-Freizeitpark mit einem Autoscooter, aber auch mit einer kleinen... ja, wie eine Oldtimerbahn, so eine Convoy-Trucks, nur mit Jeeps. Und das alles ist so ein bisschen, also Minischiffschaukel, Bienchenhüpfer, Crazy Bus, das ganze Portfolio, was man sich so vorstellen kann. Und aber so botanischer Garten, Fantasiewelt, ja, mit komischen Insekten, die es so gar nicht gibt, aber angelehnt sind an Sachen, die man kennt, mit ganz vielen komischen Pflanzen. Wir müssen hier lang, wenn wir da lang gehen, gehen wir raus, haben wir ein Problem. Und wir sind die Achterbahn jetzt gerade gefahren. Intermin Coaster, fast 800 Meter lang, glaube ich. Er hat noch die alten Züge, obwohl der Coaster so 2003 erst aufgemacht hat. Aber der wurde 2001 schon gebaut und die haben hier irgendwie ein bisschen Hassel gehabt, fertig zu werden. Ich glaube, wir sollten erst noch hier auf dem Level bleiben, da kann man die Achterbahn noch mal sich gut angucken. Und, ja, das haben wir verpasst, ein Level höher hätten, aber da kann man nicht weiter. Da kann man eigentlich im Looping stehen, aber ich weiß nicht, ob das noch auf ist, das ist zu. Da oben ist das auch zu. Schade, weil da ist nämlich ein Walkway hier in den Looping rein. Oder man kommt aus der Mall dann noch mal rein. Und ja, das eine Bahn, so RTD-Bingo hat man die immer, denkt sich, mein Gott, was ist das denn für ein Brecher mit 2 Corkscrew und einem Looping von Intermin in der Mall. Das macht doch keinen Sinn, macht es auch nicht. Deswegen filme ich erstmal ganz schnell diesen Ride hier von oben. Okay, dann haben wir jetzt hier unter uns so einen funky Verschnitt von einem Poly mit so ein bisschen anderen Gondeln. Was ist da? Wo der Laser da rumzappelt, man weiß es gar nicht. So nur ein karierter Boot. Ach, das könnte eine Rollerblade-Disco sein. Ja, wir können aber trotzdem mal hier Richtung Looping, glaube ich, gehen. Also hier kann man ja noch langlaufen. Von hier oben auch gerade zu sehen, uns fährt gerade die Berg- und Talbahn. Und es geht ja noch eine Etage tiefer, das ist nochmal Trampolin. Aber ich glaube, das gehört schon mal nicht mehr zu uns und dem Park hier. Ja, auch irgendwie so eine Art Topspin-Verschnitt. Und ja, auf jeden Fall fährt man hier wegen der Achterbahn hin. Wir haben jetzt 22 €, glaube ich, umgerechnet Eintritt pro Person. Dann kannst du alles machen. Es gibt keine Einzelrides, die man machen kann. Und man muss für 11 Ringlis RM, den Ringgit. RM ist Ringgit, ist doch klar. Ringgit, die Bank von Harry Potter. Locker nehmen und sein Zeug, also auch so ein kleines Täschchen muss da rein, das kann man nicht bei den Attraktionen lassen. Ist aber ein Multi-Use-Locker und On-Ride-Video hätte 9 € gekostet umgerechnet und die fotografieren einen die ganze Zeit mit Spiegelreflexkameras. Und wir durften nicht in der letzten Reihe fahren. Das Ding wird von vorne nach hinten voll gemacht und es ist zum Glück nicht so viel los, leider nicht so viel los. Aber wir sind zweimal gefahren, einmal erste Reihe, einmal zweite Reihe. Und es geht hier oben aus der Station raus, los und dann hast du direkt schon den Party und kommst hier einfach mal in die erste Inversion direkt. Sehr nah bei den Leuten. Und danach geht es ein Dreibradlift nach oben und hier haben wir den Looping, der ja einmal um das Ding herum geht. Und danach Highspeed-Kurve, noch ein Corkscrew. Das passt so gar nicht hier hin, das Ding. Und es gibt keine Kinderachterbahn, es gibt nur das als Achterbahn hier. Ich verstehe das nicht. Und es ist noch ein Haunted House, wir wissen nicht, ob wir da reingehen. Theoretisch ja, aber es ist schon ein bisschen weird. Ja, aber das war so ein kleiner Überblick über diesen Mallpark hier. Ist schon, glaube ich, ziemlich kurios, das mal zu sehen, zu machen, mitten in KL in Malaysia. Und wir gucken mal, dass wir noch mal 2, 3 Off-Road-Shots machen wir schon noch. I bowed my head and hid my eyes, but he shook me out of my disguise and said, "You ain't gonna believe you. What you gonna do about it?" I'm gonna hit the bottom. Ooh, it's all a Donkey Kong.
reingelegt. Ja. Das ist faszinierend. Der Playground ist auch toll. Das ist aber nicht. Okay, hier ist noch ein bisschen was, aber da überwiegt nichts. Das Haunted House übrigens ist upcharge, obwohl man hier ja einmal Eintritt zahlt und alles machen kann. Aber er hat auch vorher am Eingang wurde uns gezeigt, ey, das hier ist nicht mit drin, was ihr da drin vorfinden werdet. Was ist eigentlich mit dieser Stempelgeschichte? Das sind Stempel. Kannst du irgendwas abstempeln? Was? Weiß man nicht. Aber egal. Aber hier mit in der Halle habe ich eine Sache auch noch unterschlagen zu erwähnen, und zwar den Spinning Orbit. Und das ist irgendwie wie ein Bus Condor, nur mit Einzelsitzen, Suspended Sitzen, mit Schulterbügel, die aussehen, als wären sie von irgendeinem Intermin- und Pulse-Coaster abgefallen, und haben auch diesen seitlichen Gurt. Relativ lames Fahrprogramm, aber ganz witzige Sache eigentlich. Bin ich jetzt gerade auch noch mal gefahren, weil wir hätten sonst keine Aufnahmen gehabt hätten, weil es die ganze Zeit stand, und dann kamen Leute und Leute und Leute und Leute. Ich hätte mir das sparen können. Dieses Fahrgeschäft hier unten ist der Bro jetzt extra eingestiegen, weil er gerne ein Offroad davon haben möchte und wissen wollte, wie sich das anfühlt, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich wegen des Offrides. Und jetzt, seitdem der da drin sitzt, kommen einfach die ganze Zeit Leute, die mitfahren wollen. Das ist so typisch. Naja, ich filme jetzt mal. Bliss, easy rider, hey, I'm the one to kiss. Oh, you ain't gonna lose me. What you gonna do about it? I know what I'm gonna do. I'm gonna hit that bottle, hit that bottle. Ooh, it's on like Donkey Kong. I'm gonna hit that bottle, it's on like Donkey Kong. So, hier sind wir reingekommen eben. Das ist eigentlich auch witzig, dass die Berg- und Talbahn hier nach unten fährt, unter das Bodenniveau. Level 0. Ja, unter normal Null. Times Square, also Beraya Times Square Theme Park ist das, und Beraya Times Square ist die Mall. Jetzt haben wir das auch nochmal. Wir müssen aber da rum, wir sind falsch gelaufen. Weil um rauszukommen, müssen wir auf die 7, hat er gesagt. Ja, dann hast du hier so Hologate-Geschichten, wo du mit VR-Brillen was machst. Dann da vorne sind auch noch Simulatoren, und auch hier von Doff Robotics, dieses Ding, was sonst immer auf der Messe steht, kann man machen. Ist halt immer noch so ein bisschen so FEC. Wie witzig ist eigentlich, dass hier eine Antenne drauf sein muss, damit dann der Automat funktioniert. So. Ja, er hat eine Jordan-Hose an und ein Jordan-T-Shirt. Er sollte ihn fangen können. Aber dafür ist er hier weggerollt. Ist ja nicht so ein Jordan. Hat auch nicht die Basketballklumpen aus dem Hollandpark an. Da haben wir es wieder. Anfang der Tour quasi. Ja, der Polypverschnitt. Dann geht es hier wieder mal Rolltreppe hoch. Also Rolltreppen ist das Ding hier. Kannst natürlich auch hier essen und alles. No outside drinks and foods. Sie sieht auch auf jeden Fall kurios aus. Die arme Frau hatte, glaube ich, einen schweren Unfall. Aber krass, was die plastische Chirurgie wieder alles aufbauen kann. Jeder wie er mag. Jeder kann das alles. Ne, wie ist das? Am Ende ist mir das auch komplett egal. Aber irgendwie diese Rollerblade-Disco gehört nicht hierzu. Das ist irgendwie so eine Zwischenetage. Also Etage 6 gehört nicht dazu, zum Park. Und auch, geht auch nur bis hier vorne, aber oben geht es bis da hinten. Super verworren. Brauche ich euch auch nicht versuchen zu erklären, wie du in der Mall dich bewegst, damit du hier reinkommst. Es ist auf Level 5 ist der Eingang, aber auf Level 7 auch, scheinbar. Weil das ist auch Kassen, und da ist irgendwie jetzt auch noch der Shop-Bereich. Ich verstehe es nicht. Aber locker sind auch ausgeschildert, nachdem man das gesagt wurde. Und dann geht's jetzt hier raus. Welcome to the souvenir shop. Ja, exit always to the gift shop. Eine Sache, die auf jeden Fall noch wichtig ist, die ihr wissen müsst, wenn ihr hier hinkommt: euer Ticket müsst ihr die ganze Zeit behalten. Man braucht das, um den Locker zu buchen, man braucht das, um den Locker wieder aufzumachen. Das heißt, das müsst ihr euch in die Hosentasche stecken, den kleinen Thermopapierschnipsel. Und ihr braucht das Ticket auch, um wieder rauszukommen. Sagt euch keiner, steht nirgendwo. Wisst ihr jetzt von mir. Jetzt habe ich es gesagt.
Und in den Untertätern steht's. Aber sonst nicht. Ich wollte jetzt einen Zwischen-Cheeseburger, weil ich habe ja vorhin mein Viertel Burrito noch aufgegessen. Aber das ist jetzt auch schon 4 Stunden her. Bro hat ja auch vor 2 Stunden oder über 2 Stunden gefrühstückt. Und da habe ich jetzt gesehen, dass die so coole Frozen Drinks, hier so Iced Drinks hatten. Frozen nicht, aber Iced. Mango Peach und Apfelbirne. Ich glaube jetzt nicht, dass da wirklich Birne drin ist, deswegen werde ich das mal probieren. Auch lecker, beide lecker. Mega lecker. Aber ich habe mir ein bisschen anders vorgestellt, wenn da steht Iced bla bla bla. Habe ich mir jetzt vorgestellt, dass das vielleicht ein bisschen wie Frozen ist und nicht nur mit Eiswürfeln. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen bekloppt. Aber gut. Wir sind ja die ganze Zeit so ein bisschen unterwegs, laufen durch die Stadt und so und wollten jetzt nochmal, weil wir jetzt schon Abend haben, wir haben jetzt schon 20 nach 6, was Kleines essen, sind nochmal in dem Laden, wo ich heute gefrühstückt habe. Und das ist praktisch ist halt, also du kriegst ja eigentlich überall mehr oder weniger das Gleiche und oder Ähnliches zu essen. Und hier hast du halt einfach deine ganze Bestellung auf dem Handy, weil du hier einen QR-Code scannst. Da suchst du dir alles aus und dann schickst du das ab. Du kannst auch immer wieder was Neues abschicken. Das geht direkt in die Küche, dann machen die das, bringen das an den Tisch und dann gehst du irgendwann rein und bezahlst. Das ist schon ziemlich praktisch und hat das Ganze jetzt einfach gemacht. Da ist ein Gecko, der auch sich langsam hier ranschleicht. Zwischendurch hat es auf jeden Fall ordentlich gewittert und geregnet. Hat ein bisschen wieder gefieselt zwischendurch. Es zieht sich auch gerade wieder zu. Einer von vielen Gründen, warum wir heute nicht nochmal weitergezogen sind, irgendwie was fahren. Das hätten wir auch noch machen können, aber das hat auch noch Puffer, weil wir ja alles noch mal ein bisschen gedreht haben. Weil ursprünglich wären wir schon längst hier durch gewesen und wir hatten ja mal vorgehabt, wegen der IAAPA-Messe nach Abu Dhabi zu fliegen. Die IAAPA macht das wirklich sehr oft in Europa, sehr schlau, an den wirklich ungünstigsten Zeitpunkten und hat dann sich dafür die Messe so gelegt, dass das zu Ostern ist. Praktischerweise wollen ganz viele Leute offensichtlich zu Ostern Urlaub in der Wüste machen. Und über die Feiertage dann, also für die eine Woche so. Und das ist schon ziemlich unpraktisch. Die Flüge waren super teuer. Tom und Uschi waren die ganze Zeit dran und waren am Gucken und am Suchen und alles so teuer und das passt alles nicht. Und ich habe im Keller gerade noch umgebaut und komme so vorbeigelaufen und habe einfach nur mal rübergeworfen, was ist denn, wenn wir über Singapur fliegen?
Und Uschi guckt mich an, als ob ich nur doof wäre. Und Tom hat es gefeiert und meinte, das ist eine geniale Idee, das machen wir. Das haben wir dann auch geplant und so wollten wir, weil es günstiger war, von Frankfurt über Abu Dhabi nach Singapur fliegen, um dann von Singapur nach Abu Dhabi zu fliegen, statt direkt nach Abu Dhabi zu fliegen. Von Singapur nach Dubai wären wir geflogen, Entschuldigung. Muss ich mich kurz korrigieren. Und hatten dann auch nicht nur Singapur, sondern auch Malaysia eingeplant und wären dann hier gewesen, wo noch Ferien waren, also die ganzen Parks auf. Dein Lemon-Eis, die sieht verdammt gut aus. Au. Good choice. Hier unten ist bestimmt warm und die machen nur Eiswürfel rein. Das Ganze wird uns halt, oder ist uns schon quasi auf die Füße gefallen, weil zum Beispiel morgen in Genting neben den Sachen, die noch nicht fertig gebaut sind seit 3 Jahren, auch eine Achterbahn dann in ihre reguläre Wartung geht, weil jetzt die Ferien seit gestern vorbei sind. Im Indoor-Freizeitpark, der auch dort ist das Ganze genauso. Und ebenso haben halt dann dienstags die Parks geschlossen. Heute ist Dienstag. Und das ist dann halt ein bisschen doof. Passiert manchmal, steckst du nicht drin. Vor allem, wir sind jetzt bei Plan, keine Ahnung, F oder so. Um das einmal kurz noch abzuschließen, haben wir dann vorgehabt, also über Abu Dhabi nach Singapur zu fliegen, Singapur und Malaysia zu machen, von Singapur nach Dubai zu fliegen. Wenn wir rübergefahren nach Abu Dhabi zu der Messe, hätten Abu Dhabi und Dubai hätten wir beides gemacht. Ist ja auch eigentlich eins in die Vereinigten Arabischen Emirate. Und hätten das alles gemacht. Dann wären wir von Abu Dhabi noch nach Katar geflogen, hätten Katar noch gemacht und hätten eigentlich auch noch eine Fähre genommen nach Bahrain und wären dann von Katar nach Berlin geflogen und wären dann mit dem Zug nach Hause gefahren. Das alles hat nicht stattgefunden, nicht funktioniert aus bekannten Gründen, weil dort unten ein wenig Bombenstimmung ist. Und ihr habt ja auch unseren Hinflug gesehen und dass wir so einen komischen Bogen geflogen sind. Und Lukas und Moritz sind ja auch von Frankfurt, ne? Sind nämlich auch von Frankfurt nach Singapur geflogen mit Umstieg in Hanoi. Aber wir sind ja mit Air India geflogen und deswegen konnten wir nicht über Pakistan fliegen, weil Indien und Pakistan haben einen Krieg miteinander. Dann hat der Iran mit dem Rest des Golfes da unten Krieg, also mussten wir so bescheuert fliegen, weil über Russland und der Ukraine kann man aktuell auch nicht fliegen. Eine Katastrophe. Genau, das war ursprünglich geplant. Alles andere, was jetzt passiert und passiert ist und noch passieren wird, ist eine sehr spontane Geschichte mit 0 Vorbereitungszeit. Und trotzdem werden wir hoffentlich euch ein wenig unterhalten. Heute auch ein bisschen mau, also gestern ein Count, heute ein Count. Wir hätten es jetzt darauf anlegen können, heute noch was zu machen, aber haben gedacht, wir gucken uns weiter noch ein bisschen die Stadt an, laufen hier rum und checken gleich vielleicht auch mal den Hotelpool, der echt crazy ist. Wenn man sowas schon für ein Apfel und ein Ei hat, sollte man es vielleicht sich auch mal angucken. Bei der Hitze, der Luftfeuchtigkeit und dem ganzen Quatsch, den wir all die Wochen vorher hatten, ist es alles ein bisschen anstrengend. Vielleicht brauchen wir auch mal irgendwie einen Moment zum Luft holen. Was nicht heißt, dass wir nicht morgen voll übertreiben und richtig viel wieder reinknallen an Coastern und Parks und Fahrerei. Reicht ja auch so ein halber Tag mal ein bisschen Erholung. Genau, und jetzt warten wir auf das Essen. Ich habe vergessen, was das alles zusammen kostet. Wir haben jetzt 2 Getränke, 2 Hauptdinger und 1 Million Spieße. 18 €. Da kommt schon mal die Hauptsache. Ich habe hier diese Dao-Shao-Nudeln. Die hatte der Bro heute Morgen auch. Ich habe mich jetzt einmal erkundigt, was das ist. Das ist bekannt auch als messergeschnittene oder messergehobelte Nudeln. Und die sind traditionell chinesisch und kommen aus der Provinz Jiangxi. Und ein Weizenteigblock, also der Nudelteigblock quasi, das wird mit einem Messer gehobelt direkt in das Wasser. Und deswegen sind die halt an den Spitzen meist etwas dünner. Man sieht das auch, dass die alle ungleich sind. Und sind ziemlich bissfest mit weichen Rändern. So hat der Bro das heute auch gesagt. Matschig. Guten Appetit. Aber der Hang kann nicht abrutschen, das ist Folie drauf.
Hier ist doppelt gesichert. Der Roller ist auch schön abgestellt. So Leute, Mr. Potato wird noch probiert und dann verabscheuen wir uns quasi. Arbeiten noch ein bisschen auf beiden Computern, müssen noch ein bisschen was machen. Und ihr habt ja gesehen, wir waren noch schön im Pool. Wurde dann ein bisschen anstrengend, weil irgendwie alle, also man unterhält sich unter Zimmerlautstärke eigentlich, wenn man so unterwegs ist. Und dann hast du Leute, die schreien einfach, plus Kids, die eskalieren und benutzen so einen Pool als Spaßbad. Jeder soll auch Spaß haben. Aber doch immer ein bisschen Rücksicht auf andere nehmen. Aber wenn ich sowas sage, dann ist ja auch egal. Und dann haben wir uns aber ganz oben auf die 39 begeben. Und da ist halt so ein Barbecue-Bereich, der nicht mehr benutzt wird, der aber ziemlich cool ist, um sich da kurz mal hinzusitzen für ein Getränk und mal ein bisschen gucken. Weil die Polster auf den Sitzen fehlen auch. Ist under Maintenance, ist nicht so gemütlich. Aber Aussicht ist schon crazy hier in KL. Und genau. Und das ist krass. Das ist wirklich sehr akkurat zu dem, wie dieses Essen, wenn das in so einer Pfanne oder auf dem Teller bekommt, schmeckt. Das ist ja geil. Die Empfehlung des Abends. Bis morgen früh. In Malaysia, Genting Highlands. Wir sind über den Wolken, haben gerade in einem super abgeranzten Parkhaus uns hingestellt, nachdem wir hier den Berg hochgekachelt sind. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir sind, wo wir hinkommen, wie wir hingekommen sind. Wir sind jetzt in Genting Sky Rolls. Das ist ein richtig krasser Themenpark. So, was ist denn schon wieder hier los? Oh nee. Was hast du denn gedacht? Nee, sehe ich auch so. Premium. Wen haben wir denn da? Ladungssicherung. Durch menschliche Hilfe. Muskelkraft.